Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen. Bei mir sitzt der Johannes Müller, Testredakteur vom Motorrad, Jens Müller-Töllner auch Testredakteur. Und Johannes, ey, ganz heißer Scheiß, KTM SMCR 690 wieder da. Du bist gefahren, ich will wissen, wie war's? Ja, geil war's. Also KTM hat sich für uns eine super geile Runde ausgesucht. Okay, wo wart ihr? Wir waren in Portugal, hinter Faro. 60 Kilometer Landstraßenrunde und also der KTM-Guide hat sehr viel Spaß gehabt beim Motorradfahren. Grüße an Clemens an dieser Stelle, es war super. Okay. Und dann sind wir noch auf der Rennstrecke, nicht Portimao selbst, sondern da gibt es also auch noch eine Go-Kart-Bahn, die ist sehr lang, sehr flüssig, sehr geil und da sind wir noch ein paar Turns gefahren. War ein super Tag. Okay, du sagst schon gerade super Tag. Super Tag natürlich auch vom Fahren her. Aber jetzt sag doch erstmal so für alle, die sich für das Bike interessieren, und da gehöre ich garantiert auch mit zu. Was hat KTM denn jetzt geändert im Vergleich zur letzten SMCR, die ja wegen Euro 4 ausgelaufen war? Ja, also ich denke, die meisten werden es zu diesem Zeitpunkt schon mitgekriegt haben. Du sicher auch, du fährst nämlich das alte Modell, das vielleicht zur Erklärung. Also in erster Linie haben wir den neuen Motor, wie er aus der Duke 690 schon bekannt ist. Das heißt also zweite Ausgleichswelle, die übrigens sehr, sehr effektiv auch funktioniert, wie wir schon aus der Duke und aus der Husqvarna auch wissen, die natürlich auch diesen Motor schon hat. Ja. Dann haben wir eine moderne Regelelektronik, also mit Traktionskontrolle, Kurven-ABS, 2 Fahrmodi und Quickshifter Blipper, nennt sich das bei KTM. Okay. Quickshift Plus. Also heißt, ich kann hoch und runter schalten. Genau. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kleinkram, also die Silhouette von dem Motorrad hat sich leicht verändert. Vorne ist sie ein bisschen schmaler geworden, hinten ein bisschen breiter, wie viele gesehen haben. Dafür birgt sich auch drin also größeres Tankvolumen im Heck und der größere Euro 4 Schalldämpfer. Aber jetzt trotzdem nochmal, Johannes, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich habe eine 2014er SMCR, also damals noch das ABS-Modell, das bis 2016 gebaut wurde. Fahre damit auch gern auf der Piste. Ihr habt schon gerade schon gesagt, ihr wart in der Nähe von Portimao auf einer Supermoto-Piste. Ich bin heiß, muss ich wechseln? Kann ich die alte behalten? Wo siehst du die Vorteile von der neuen? Sag doch mal. Ja, das ist eine gute Frage, ob man von der alten wechseln sollte. Also ich sag mal, kommt drauf an, nicht zwingend, wahrscheinlich eher nicht, vielleicht, wenn du unbedingt einen neuen Motor willst. Also fangen wir der Reihe nach an. Der Motor ist oben deutlich stärker, wirklich spürbar stärker. Also der Doppelausgleichswellenmotor dreht wie Hulle. Und vor allem läuft er dabei sehr fein. Also du kennst den alten Motor, er hat Punch, unten auch mehr Punch als der neue subjektiv. Aber ab der oberen Mitte dreht der neue viel freier und viel feiner, wo der alte halt vibrieren anfängt. Und so dadurch hast du ein viel, viel breiteres Drehzahlband bei dem Motor. Also das nutzbare Drehzahlband ist viel breiter und du hast halt auch, du kannst sehr viel höher drehen und hast dadurch halt im nächsten Gang auch wieder mehr Leistung, sodass also die Fahrleistungen von diesem Motor schon echt krass gut sind. Okay. Das ist ein Grund, ob das schon Grund wäre zu wechseln, naja, fraglich. Die Elektronik funktioniert auch sensationell. Jetzt fragen viele zu Recht, brauche ich Traktionskontrolle an der Supermoto? Ja. Brauchen tut man das natürlich nicht, aber ich will unbedingt festhalten, also KTM weiß natürlich, was die Leute für einen Schabernack mit den Motorrädern machen und hat die Fahrassistenzen genauso abgestimmt. Also die stören nie, selbst in dem normalen Street-Modus schon. Also nur kurz zur Erklärung, du hast gesagt, auf der Piste in Portimao, auf der Kartbahn, bist du da mit Assistenzsystem, also mit ABS und mit TC gefahren oder hast du es ausgeschaltet? Also kann man es überhaupt ausschalten? Man kann es natürlich komplett ausschalten, aber ich sah absolut keinerlei Veranlassung dazu. Also in dem sportlicheren der Fahrmodi, Sport, hast du die Traktionskontrolle an. Sie regelt wirklich nur noch dann, wenn es also meines Erachtens nach vonnöten ist. Okay. Also die regelt nichts weg. Du kannst auch Wheelies fahren damit. Aus der Kurve raus und wenn du normalen Wheelie fahren willst, kannst du 15, 20 Meter fahren, erst bis das System regelt. Also die ist wirklich sportlich abgestimmt. Okay. Außerdem, also wir sind gefahren, ABS an, Kurven-ABS-Funktion vorne an, was auf der Rennstrecke echt den Kopf frei macht. Also du kannst schön tief in die Kurven bremsen und du hast halt dieses Sicherheitsnetz, aber es regelt dir nichts weg. Und per Dongle natürlich schalten wir auf der Rennstrecke das ABS hinten aus, Supermoto-Modus, damit man halt, wenn man es denn könnte, ein bisschen quer fahren kann. Also nochmal, die Elektronik stört nicht das Fahrerlebnis, die schärft das eigentlich noch. Aber du hast gerade schon angesprochen, das ABS hinten, also dieser Supermoto ABS-Modus, der muss per Dongle aktiviert werden, wie bisher auch schon, der ist nicht hinterlegt. Der ist nicht hinterlegt, aber der Dongle wird jetzt mitgeliefert, was meines Wissens vorher nicht der Fall war. Das war vorher nicht der Fall, das kann ich sagen, stimmt so. Trotzdem, andere Baustellen nochmal, du hast schon gerade gesagt, Elektronikpaket geiler, sogar auf dem Track, auf der Supermotobahn, richtig geil, der stört nicht. Du hast schon gesagt, der Motor, ich müsste natürlich auch mal ausprobieren, ich bin gespannt, ich kenne die Duke auch, dreht noch freier oben raus, hat mehr Leistung, also auch da ein Plusargument. Eine Baustelle bisher bei der KTM, gerade was die Gabel vorne anbetrifft, ich sag mal Fahrwerk, Ansprechverhalten ist so
semi-gut. Hat KTM da auch was gemacht bei der neuen SMCR oder ist das Fahrwerk gleich geblieben? Haben sie. Die neueste Generation bei WP-Fahrwerk nennt sich also jetzt Apex oder in der Enduro Explore. Die haben also jetzt Open Cartridge Bauweise, Alu Cartridge, das ist also überarbeitet. Meines Erachtens nach ist das Ansprechen ein bisschen feiner geworden, aber ich bin schon länger keine alte SMC mehr gefahren. Du hast ja auch Service machen lassen und überarbeiten, insofern ist die Vergleichbarkeit da schwierig. Mein Eindruck ist, das Ansprechverhalten des Fahrwerks ist etwas besser geworden, aber ich denke, das müsste man im Alt-Neu-Vergleich erfahren. Vielleicht das als Aufhänger, es ist auch eine neue Erstbereifung drauf. Über die wurde in den Foren viel geschrieben. Also man hatte ja zuletzt Conti Attack SM und der Bridgestone S21 ist eine Stufe zahmer. Es sind Von der Sportlichkeit her. Genau, es ist ein guter Sportreifen, der meines Erachtens auf der Straße also eigentlich nur Vorteile hat, weil er mehr als genug Grip hat, aber auf der Piste, wo wir jetzt waren, da hätte ich mir dann, schlussendlich war da der Reifen dann der limitierende Faktor. Aber ich würde sagen, der Reifen harmoniert prächtig mit dem Motorrad und ist für normales Fahren eigentlich auch die bessere Wahl. Okay. Wie sonst vom Fahren her, du hast gerade schon gesagt, Handlichkeit, Stabilität, du hast schon gerade Clemens gegrüßt von KTM. Ich vermute mal, ihr seid jetzt nicht rumgeschnuffelt und gepufft, sondern es ging durchaus, sage ich mal, flat out zur Sache stellenweise. Wie sieht es da aus mit der KTM? Gleiche wie bisher, also handlich, aber nicht nervös, oder wie würdest du es beschreiben? Also so eine 690 SMC ist natürlich einzigartig in dem Sinn, dass es am Markt nichts Vergleichbares, Legales gibt. Und okay, also sie wiegt angegeben mit 147 Kilo, ist also nicht leichter geworden. Ungefähr auch so schwer wie die 701 Husqvarna, das Schwestermodell. Und also es ist so, als Motorrad betrachtet, verglichen mit anderen Mehrzylinder-Motorrädern, ist das Handling natürlich sensationell. Also du kannst da mit enge Radien fahren, auf der Landstraße Sachen machen, die eigentlich mit Motorrad sonst nicht gehen. So. Also das Handling ist auch sehr neutral. Federelemente arbeiten sehr sauber und du hast natürlich unterm Strich ein leichtes Motorrad. Also aus der Warte betrachtet, ultra geiles Handling, ultra krasser Fahrspaß. Für eine Supermoto wiederum sind natürlich 160 Kilo nicht sehr wenig, was man auf der Rennstrecke dann merkt. Aber letzten Endes, für mich ist es immer so, ich bin immer versucht, dieses Motorrad mit einem echten Sportmotorrad vom Schlag SMR EXC zu vergleichen. Und das ist eigentlich schon der Ritterschlag. Also da sind Blinker dran und Licht und Spiegel und alles. Und zugelassen? Und legal offen zugelassen, das muss man auch mal sagen. 10.000er Serviceintervalle. Und du hast aber trotzdem das Gefühl, sehr auf dem Sportmotorrad zu sitzen. Fast auf dem Wettbewerbsmotorrad. Also mit Ausnahme der Husqvarna gibt es nichts Vergleichbares so. Okay, hört sich immer noch alles sehr, sehr positiv an. Du hast aber gerade auch schon erwähnt, wir haben mehr Gewicht. Also wir liegen jetzt wahrscheinlich so auf dem Niveau der 701 von Husqvarna. Ja, 160 Kilo ungefähr. Der Tank ist, glaube ich, größer geworden, von 12 auf 13,5, was wahrscheinlich ein Teil dazu beiträgt. Nichtsdestotrotz, ein paar Teile wurden dann auch geändert. Cockpit sieht mir jetzt auch ziemlich nach Husqvarna aus. Der Lenker dann nicht mehr verstellbar. Ist KTM da einen Schritt zurückgegangen? Fragezeichen? Ja, aus der Warte betrachtet, also es ist nicht alles hochwertiger geworden an dem Motorrad. Also du sagst es schon, man entdeckt viele Teile von der Husqvarna, der Tacho, die Gabelbrücke auch nicht mehr eloxiert wie vorher. An deiner ist da noch ganz viel Bling Bling. Also, serienmäßig, also ohne Powerpack. Also ja, schöne eloxierte Gabelbrücke, alles schön noch Lenker einstellbar. Die eloxierten Success-Felgen, das ist also weg. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, wie man es von der Husqvarna kennt. Der Tacho eben auch, der wirklich also so ein besserer Fahrradtacho ist, wenn man ehrlich ist. Und das also ist auch kein Drehzahlmesser mehr? Kein Drehzahlmesser, keine Ganganzeige, kein nix. Also wirklich, das ist Basic, mehr Basic geht nicht. So. Jetzt kann man sagen, das ist Gewichtsersparnis und Purismus, aber dann muss man anführen, das Ding kostet jetzt 10.800 €. Okay. Und also gemessen an dem ist die Ausstattung, jetzt mal was das Nicht-Fahrdynamische angeht, so die Features und eben das Bling Bling, das ist also schon zurückgefahren und naja, also diesen ganzen, der Styler-Faktor, das Motorrad ist ein bisschen schlichter geworden, sagen wir es so. Ich bin gespannt. Da müssen wir doch mal genau beim Vergleich auf die Details gucken, oder? Ja, also es wird jetzt letzten Endes so sein, wir müssen so ein Motorrad jetzt mal nach Stuttgart kriegen und dann mal auch wirklich ins Detail gehen. Aber ja, also um die Frage nochmal aufzugreifen, musst du umsteigen? Ich denke nicht, dass viele sich die Frage stellen werden, soll ich meine alte verkaufen und eine neue kaufen? Das ist ja eher die Frage, die Einsteiger und die Szene ist groß, viele junge Leute wollen so ein Ding. Kaufe ich eine alte, die ja gebraucht auch immer noch sehr teuer gehandelt werden, oder eine neue? Und da muss ich ganz klar sagen, also die neue ist wirklich ein großer Fortschritt. Motorisch, Elektronik, alles top. Aber das bedeutet damit nicht, dass das alte Motorrad irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr hätte. Spannendes Fazit, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich sehe dich immer noch mit einem Lächeln hier sitzen, sprich, das Ding hat dich doch schon ganz schön geflasht.
Ja, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also das Ding ist ein Fahrspaßmonster. So, also ja, fast 11.000 Euro sind viel Geld, aber du kannst mit dem Teil auf der Landstraße Sachen machen, unanständige Sachen, und du kannst damit auf die Kartbahn. Du musst nicht viel machen. Wobei, da fällt mir jetzt an der Stelle noch eins ein, die Bremse von dem Motorrad ist auf der Landstraße super, aber wie wir von deiner wissen, kann diese Bremse auf der Rennstrecke nicht höchsten Ansprüchen genügen, um das mal so zu formulieren. Und da hat sich also jetzt nichts geändert. Also wer mit der Bremse da Schwierigkeiten hatte, die ist nicht unbedingt besser geworden. Auf der Landstraße überhaupt kein Thema. Genau, also man hat es bei der SMCR bisher immer so gehabt, die hat eine 13er Brembo Axialpumpe vorne dran. Jetzt auch damals schon vielleicht für die Qualitätsanmutung dieses Motorrades und auch damals schon für den Preis nicht das allerhöchste Performance-Material. Und da ist es wirklich so auf kleinen Kartkursen, also wirklich nicht im öffentlichen Raum, sondern wirklich, wenn man einen Supermoto auf der Bahn fährt und es hat wenige lange Gerade, wo es ein bisschen abkühlen kann und muss oft bremsen, dann kann man diese Bremse schon in den Grenzbereich bringen, sprich, dass der Druckpunkt immer weiter gen Hebel wandert oder auch dann mal irgendwie die Bremswege deutlich länger werden. Nichtsdestotrotz, ich sehe immer noch Lächeln, ich sehe immer noch Feuer in den Augen. Ich hoffe, Quickshifter, auch super geiler Quickshifter, haben wir noch vergessen. Funktioniert in allen Drehzahlbereichen bei allen Lastzuständen. Perfekt, wirklich geil. Also wir können festhalten, Johannes ist geflasht, zu Recht oder zu nicht. Wir werden es testen. Demnächst kommt eine SMCR zu uns, wir freuen uns schon drauf. Und dann holen wir eine 701, holen eine alte 690er und sagen euch, ob sie wirklich besser ist oder nicht. Wir sind gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eins haben wir noch vergessen. Ihr müsst liken. Genau, liken, Daumen hoch. Ciao. Ciao.